Der Titel zu diesem Video wird sein: „Was du schon immer einmal über Autismus sagen wolltest oder was du willst, dass die Menschen über Autismus wissen.“ Und zu dieser Frage komme ich am Ende des Videos. Zuerst möchte ich euch die Vorgeschichte zu dem Ganzen erzählen. Und herzlich willkommen zu meinen Tagebucheinträgen. Heute ist Dienstag, ich glaube der 26. September 2023, und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Sarah. Ich bin spät diagnostizierte Autistin und teile hier in meinen Tagebucheinträgen Auszüge aus meinem autistischen Leben. Und in dem letzten Tagebucheintrag habe ich darüber gesprochen, dass ich eine neue Ausbildung anfangen wollte, aber dass diese zu mir absolut nicht passte und ich daher diese Ausbildung nach sehr kurzer Zeit wieder abgebrochen habe. Ich bin gerade auf der Suche nach meinem beruflichen Weg, und da ich Autistin bin, ist das bisweilen etwas schwierig. Ich habe sehr oft meinen Job gewechselt und ich komme in Anstellungen einfach nicht zurecht. Ich werde darüber einmal ein gesondertes Video machen, welche Probleme ich bis jetzt in meinem Beruf hatte. Darum soll es hier jetzt nicht gehen, sondern ich möchte mit euch teilen, welche neuen Möglichkeiten sich aufgetan haben. Also, ich habe diese Ausbildung abgebrochen. Ich habe bei der Schule angerufen und gesagt, dass das nicht das Richtige für mich ist und dass ich deswegen nicht mehr kommen werde, und habe dann dieses Telefonat beendet. Und in diesem Moment, was für ein lustiger Zufall, rief mich meine ÖZIV-Beraterin an. Für alle, die den ÖZIV nicht kennen, das ist der österreichische Zivilinvalidenverband, und die kümmern sich um Behinderte aller Art und unterstützen die in allen Lebensbereichen. Man bekommt dort ein Coaching, also man kann ein Coaching in Anspruch nehmen, man kann mit denen über die alltäglichen Probleme reden. Sie unterstützen Behinderte sowohl in der Familie mit Kindern zum Beispiel, dass sie sich um die Kinderbetreuung mit kümmern, dass sie da bei der Organisation helfen, dass sie helfen im beruflichen zu vermitteln, dass sie einfach ausgebildet sind, die richtigen Stellen zu kennen und gut vernetzt zu sein, um eben Behinderte auch an die richtigen Stellen, wo sie Hilfe bekommen können, zu verweisen. Und ja, sie sind einfach unterstützend da, helfen auch bei Anträgen, und jeder Behinderte, der diesen ÖZIV noch nicht kennt, dem würde ich absolut empfehlen, sich dort einen Termin geben zu lassen und dort einmal hinzugehen, weil die sind wirklich sehr hilfreich. Und meine ÖZIV-Beraterin hat mich eben witzigerweise genau in dem Moment angerufen und mich gefragt, wie es mir geht, und ich habe ihr erzählt von dieser Ausbildung und dass ich diese wieder abgebrochen habe. Und sie hat mich daran erinnert, dass wir einmal über einen Verein gesprochen haben. Diesen Verein werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Und genauso wie den ÖZIV, den verlinke ich euch auch. Und ja, dieser Verein heißt Lichterkette und hat seinen Standort in Wien in Österreich. Sie arbeiten aber österreichweit, um Aufklärung zu betreiben über psychische Erkrankungen. Autismus ist ja keine Erkrankung. Es ist keine psychische Erkrankung, sondern Autismus ist eine Veränderung im Gehirn. Aber mit Autismus gehen auch öfter psychische Erkrankungen einher, und das passt recht gut zu dem Thema. Und dieser Verein Lichterkette, der macht eben Aufklärung. Die organisieren Vorträge, die auch von Betroffenen von Erkrankungen oder in dem Fall von Autismus selbst organisiert
und gehalten werden, um einfach ein realitätsnahes Bild von dieser psychischen Krankheit und wie sich das auswirken kann, in die Bevölkerung zu bringen, um aufzuklären und zu entstigmatisieren. Und meine ÖZIV-Beraterin hat mich eben an diesen Verein erinnert und hat gesagt, Frau Auer, jetzt habe ich meinen Namen gesagt, oh mein Gott. Und sie hat eben gesagt, ich soll mich dort melden. Und ich habe dann sofort auch eine E-Mail dorthin geschickt und habe 2 Tage später eben einen Anruf von der Vorsitzenden, von der Gründerin dieses Vereins bekommen. Und sie hat großes Interesse gezeigt und hat gesagt, dass sie schon seit längerer Zeit jemanden suchen, der eben über Autismus aufklären möchte und aufklären will. Und gerade bei Autismus ist es so, dass viele Autisten das nicht können. Viele Autisten sind nonverbal und können daher eher schwierig Vorträge halten und viele andere Autisten fühlen sich, entweder es interessiert sie gar nicht, einen Vortrag zu halten, oder sie fühlen sich aufgrund von diversen sozialen Phobien dazu nicht in der Lage. Und ich fühle mich aber dazu in der Lage und ich möchte einfach wirklich etwas verändern und das Bewusstsein für Autismus in den Menschen einfach erhöhen, damit viele Autisten früher ihre Diagnose erhalten können. Und es hat sich so ergeben, dass wir uns letzten Sonntag mit dieser Vereinsvorsitzenden, also mit der Gründerin dieses Vereins und mit einer Dame, die eben die Schulungen, also für Trainerin also als Workshop- und Vortragstrainerin organisiert, dass wir uns da am Sonntag getroffen haben. Und ich bin dazu nach Wien gefahren. Und jetzt möchte ich gern noch einmal in die andere Richtung ausholen, weil, oh mein Gott, also es ist wirklich, wirklich stressig gewesen für mich. Zum ersten, ich höre jemanden sprechen, Entschuldigung, zum ersten ist es im Raum gestanden, dass ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Wien fahren soll, und ich bin an dem Gedanken absolut verzweifelt, wirklich. So der Gedanke, hier in den Zug steigen, dann nach Wien fahren, dann mit der U-Bahn, oh Gott, nein. Und ich habe mich dann entschieden, nicht mit den Öffentlichen zu fahren, sondern mit dem Auto dorthin zu reisen. Es sind 3 Stunden ungefähr Fahrzeit von hier, wenn man eine Pause mit einrechnet. Und ja, das habe ich am Sonntag gemacht. So, Autofahren ist etwas, das fällt mir leicht und das mache ich auch gerne, aber es ist trotzdem sehr, sehr anstrengend. Und ich bin gestern wirklich mit Krankheitssymptomen aufgewacht und habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Also mein System war einfach überfordert. Es ist natürlich auch eine gewisse Aufregung dabei bei so einem Treffen, so einem Vorstellungsgespräch sozusagen. Und um jetzt dorthin zurückzukommen, dieses Vorstellungsgespräch ist wirklich positiv verlaufen und ich fühle mich dort wirklich am richtigen Platz und am richtigen Fleck. Und mein großer Wunsch ist es wirklich, über Autismus Vorträge zu halten und Menschen aufzuklären. Und auch nicht nur im Internet, sondern wirklich auch in meiner Umgebung in Österreich. Weil ich muss sagen, die Entwicklung aus dem Öffentlichen in Richtung Autismus, also das Bewusstsein ist sehr groß. Es gibt hier in Österreich bei gewissen Geschäften eine stille Stunde zum Einkaufen und es werden auch sonst relativ viele, wie ich das Gefühl habe, Anpassungen vorgenommen, um eben neurodivergenten Menschen das Leben zu erleichtern. Es ist nur dieses Wissen über die verschiedenen Formen von Autismus nicht in der Bevölkerung angekommen. Und dort muss dieses Wissen aber hin, weil die Menschen auch die weniger offensichtlichen Formen von Autismus lernen dürfen, diese zu erkennen.
um ihre eigenen Kinder oder ihre Schüler besser unterstützen zu können, weil eine frühe Diagnose wirklich sehr wertvoll ist. Und das ist mein großes Ziel. Und das kann ich mit diesem neuen Kontakt wohl wahrscheinlich wirklich erreichen. Ich bin jetzt Mitglied in dem Verein Lichterkette und ich werde in Zukunft dort mitarbeiten und verschiedene Vorträge und Schulungen und Workshops zum Thema Autismus anleiten und ausarbeiten. Und hier kommt jetzt die Frage an euch. Was wolltet ihr schon immer, dass über Autismus gesagt wird? Was ist euer Wunsch? Ich möchte wirklich einfach euer Sprachrohr sein und das Sprachrohr für alle Autisten. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, was wollt ihr gerne, was an öffentlichen Stellen oder in der Bevölkerung wirklich ankommt, was für eine Information ist für euch wichtig, dass einfach über Autismus gesagt wird. Und aus diesem Grund, dass ich diese Workshops und Seminare und Trainings auch wirklich gut anleiten kann, das war auch der Grund, weil ich wollte sowas sowieso machen. Ich wollte solche Vorträge halten. Und das war auch der Grund, warum ich die letzte Ausbildung eigentlich angefangen habe, um eben den Background zu bekommen und das Fundament zu bekommen, um dort wirklich fundiert und authentisch und qualitativ hochwertig auch Vorträge zu halten. Und dieser Verein Lichterkette arbeitet eben mit einem Schulungsträger zusammen, der nennt sich Inklusion 24 und dort werde ich einen Kurs zur Trainerin machen. Der fängt im Oktober an. Also, um das dazu zu sagen, sofern das AMS das unterstützt und finanziert, sonst muss ich mir irgendwie einen anderen Weg suchen. Und dort werde ich eben zur Trainerin, zur Sprecherin ausgebildet und habe dann wirklich ein gutes Fundament, um mit meiner Selbstständigkeit durchzustarten. Genau. Ja, so viel zu den Ereignissen der letzten Tage. Bitte haltet mir die Daumen, dass das wirklich alles so klappt, wie es derzeit gut aussieht und dass das AMS auch mitspielt. Es gibt auch die Aussicht auf ein paar größere Vorträge und Aufträge in Österreich, auf die ich jetzt noch nicht weiter genauer eingehen möchte. Seid gespannt. Irgendwann werde ich darüber hoffentlich berichten können. Danke fürs Reinschalten, danke für euer Interesse, Bussi Bussi und Baba.